Ihr habt immer noch Schwarzbild, ich sehe es. La 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 la. Okay, einen Ton habt ihr, aber ihr habt noch kein Bild. Das ist großartig. Das hatten wir beim Witcher auch. Da wollte Geralt nicht. La la la. Sie hat die Lissi gemacht. Ich drücke mal eben was. Dann habt ihr das Bild wenigstens wieder. Ihr verpasst nichts. Das ist momentan nur der Startbildschirm. Das Spiel wird automatisch gespeichert. Zur Not machen wir gleich wieder Bildschirmaufnahme. Das hat beim letzten Mal auch funktioniert. So, da ist es aber schon. Brauchen wir gar nicht. Sehr gut. So typisch. Kaum bekommt sie einen Korb, schon haut sie ab. Ja, ich kann Zurückweisungen nicht leiten. Das geht gar nicht. So. Oh, OBS schiebt sich schon wieder über den Chat. Ich will den Chat lesen können, OBS. Seid kein Spielverderber. Ich muss den Chat mal ein bisschen überschieben hier. Und OBS ein bisschen zurückschieben. Und dann müsste es theoretisch klappen. Das heißt, ich muss aber auch das mal eben einmal ändern. Das machen wir mal eben. Die Musik ist gerade sehr laut. Ich muss, glaube ich, gleich nochmal leiser stellen. Zack. Okay, fertig. Vor allem diese dramaturgische Musik gerade. So. Schiebt sich immer noch über den Chat. Das ist der Hammer. Wir drücken aber erstmal. Okay, ein Verräter im Krankenhaus. Da sind wir stehen geblieben. Flupp, flupp. Ach, ist am Anfang immer laut? Ja, das kann sein. Wir haben es ja auch eigentlich vernünftig eingestellt, ne? Es ist doch nicht wahr. Ich muss das nochmal ein Stück zurückziehen. So. Und es lädt und lädt. Dann gucken wir mal, von wem wir jetzt eine Abfuhr bekommen. Okay. Wir haben mit der wunderschönen Vampirin gesprochen. Und uns fehlten noch einige, mit denen wir sprechen mussten, ne? Finde den örtlichen Befehlsstand der Wache von Private. Haben wir das nicht schon? Das war doch das mit dieser, die immer gesagt hat, Sterblicher, was willst du? Die sich für einen Vampir hält. Ach, da ist die Ausgang. Guck mal. Hatten wir hier noch irgendwas? Nee, ne? Ich glaube nicht. Nö, hier ist tatsächlich nichts. Wir müssen auf jeden Fall noch mit dem Fahrer sprechen. Haben wir mit dir schon gesprochen? Wer bist du? Good evening, nurse. Good evening, Doctor. I don't think we've been introduced yet. Ah, genau, die kennen wir noch My nicht. name is Pippa Hawkins. And Pippa. I'm Dr. Jonathan Reid. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor. Ist das die, die der andere so cool fand? Den anderen, den wir das letzte Mal ein bisschen ausgetrunken haben? Wir fragen sie erstmal normal. Wie ist die Lage hier? How would you describe the situation at the Pembroke Hospital? It's serious. The flu is wreaking havoc amongst the staff and patients. We are running out of everything. Reißen Sie sich zusammen. Nee, also sowas sage ich ganz bestimmt nicht zu ihr. Gerade auch denen müssen wir Mut zusprechen.
Nurse Hawkins, the Spanish flu won't last forever. Even the Black Plague didn't kill everyone. I wish I could believe you. But what if this epidemic was worse? What if in the end, nobody was spared? Ja, das sowieso. Ich glaube, die macht auch keinen Unterschied. How long have you been a nurse? Or long enough to see that the epidemic is winning. And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change that. Hä? Das war doch jetzt... Sie werden überrascht? Mir gefällt Ihre Einstellung nicht. Nein, 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 das war jetzt auch nicht... das war jetzt auch hoffentlich nicht wertend gemeint. You're right. When dealing with such a terrible disease, one must remain humble. But that doesn't mean we shouldn't try our best. Sorry, Doctor. I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan. Okay. How is the Pembroke staff coping with the epidemic? Well, not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual, especially concerning doctors. Fragen wir mal das hier. Why does Milton dislike doctors? I don't know. Just ask him. But be warned, Milton is not the chatty type. Okay, und warum ist er so schlecht gelaunt? Why is Milton grumpy on a daily basis? Is it just an act? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation, whether he deserved it or not. Milton Hooks. Den müssen wir uns dringendst vorknöpfen. Okay, wie ist die Lage? Hier haben wir sie schon gefragt. Persönliche Fragen. Dafür brauchen wir Hinweise, die wir nicht haben. Also fragen wir sie mal hierzu. Have you heard of any underhand dealings within the hospital? I don't have time for such nonsense, Doctor. I've work to do. Oh, stimmt. Sie war ein bisschen ausweichend, ne? Are you certain? You seem nervous. If you have something in mind, just speak up, Doctor. Otherwise, stop breathing down my neck. Okay. Ich lasse es erstmal noch. Vielleicht sollten wir noch ein paar Sachen über sie Goodbye, Nurse rausfinden. Hawkins. Vielleicht will sie auch nur jemanden entdecken. Ich würde sie jetzt nicht unbedingt als... Oh Gott, sehen wir übel aus. Alter Schawitzki. Ich würde sie jetzt nicht unbedingt als verdächtig beschreiben. Aber sie wirkt so ein bisschen nervös. Vielleicht ist sie auch eingeschüchtert worden, wer weiß. Und wo ist denn der Milton jetzt hier gerade hin? Ja. Ach, das ist er. Ist er das jetzt hier? Wir reden mal mit ihm. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Die Geldbörse? Okay. Ja, wir fangen vorsichtig an bei ihm. How is the situation around here? You want to hear the situation is all right? It's fucking awful. We lack everything. Zeige ich And gleich it's mal. getting worse every day. Also soweit wie Gronk bin ich garantiert nicht, wenn ich das richtig sehe von seinen Titeln und von seinen Thumbs her. So what do you do exactly in this hospital? Apart from smuggling guns, I mean. I've been an ambulance driver since... too long, I guess. I bring sick people here night and day. It's a dirty job, but I get it done. Most of the time. Der wirkt gar nicht so, ne? Aber vielleicht irre ich mich da auch. Since you're on the front line, how is the sanitary situation in this vicinity? It's a complete disaster. It's even getting dangerous to enter some streets or buildings. Even the locals attack you. It sounds like things have been a bit rough recently. What's happened? Yesterday I got attacked by the patient I was bringing here. I escaped through the hospital's garden, but I lost my wallet when I was running. You left an infected patient outside the hospital. That's incredibly dangerous. Go there yourself if you want, but be careful, Doctor. I'd rather not bring your dead body back. Okay. Jetzt klingt er nicht mehr ganz so nett.
Are you really smuggling weapons through the hospital? And why not? I've already been attacked by patients, you know. And by gang members willing to steal my money. But you're not defending yourself. You're selling guns to civilians. You keep people alive your own way, Doctor. I offer them another way to protect their health. Ja, super. Okay. Es braucht immer ein... Wie war das noch? Auf jeden Bösen mit einer Waffe muss immer ein Guter mit einer Waffe kommen. Dann... Wenn das schon blau unterlegt ist, dann haben wir eine Info. Why do you have such a mediocre reputation among your colleagues, Milton? Fuck them. Nobody knows the horrors I've seen since working here. This city was sick long before the epidemic, Dr. Reid. I know it's a difficult task, but correct me if I'm wrong. Is this not the job you are paid to do? I've seen babies left to die while their brothers were properly fed. Underage girls and boys sold to all manner of perverts. I'm sorry, I don't know what to say. Yeah, exactly. We lack words. So excuse me if I don't look on the bright side of life. Ja, es ist eine Sache, ein Elend zu sehen. Die Frage ist, was hat er dagegen getan? Oh, Gronk spielt das auch, aber ich sehe es mir lieber bei Lizzie an. Crazy, oder? Huch, meine Nase schon wieder. Oh. Alles klar. Komm, wir haben seine Geldbörse gefunden. I have some good news, Milton. What? The epidemic's over? I retrieved your wallet, with all the money and a certain picture. Well, yeah, Pippa Hawkins is my girl. So what? Is it the difference of skin colour that bothers you? Not at all, Milton. Good. Please, take this money anyway. To remind you to keep your mouth shut. Alles klar. Not everybody is as broad-minded as you, Dr. Reid. Ach, er ist auch ein Händler. Deswegen war sie so reserviert. Weil die zusammen sind, die beiden. Alles klar. Wir können also mit ihm handeln. Wir haben alle 3 Möglichkeiten. Tell me why you're extorting money from some of the patients here. If a patient wants a bed, he'll have to pay me a little fee. That's all. Where did you get the idea for such an immoral scam? Funny you should ask. The first time it was from a patient who bribed me to get a bed. It's only then I realized I could make a fortune. Aha, okay. What's going on between you and Nurse Hawkins? Pippa's tired. Tired of all this shit. Tired of all those corpses piling up. She's as depressed as I am. Aber das ist ja kein Grund. In Verzweiflung zueinander gefunden? Ja, die könnten beide dafür gefeuert werden, ne? Haben die in Verzweiflung zueinander gefunden, könnte man jetzt sagen. During the war, I witnessed a few couples, just like you, come together in difficult circumstances. It can be very damaging. Maybe you're right. But we support each other. And that's all that matters. Okay, dann ist es vielleicht doch ein bisschen mehr. You do realize you could both get fired. Hospital staff are not meant to have intimate relationships with one another. Come on, Dr. Reid. Do you know how many rules are broken in this hospital every day just to keep it running? There's nothing wrong with what we're doing. Okay. Damit ist sie aber auch seine Komplizin. Admit it. Nurse Hawkins is more than your lover. She's also your partner in crime. Of course she is. How else could I tell which bed is free? I need to know that. Have you no shame? Don't you see this city is crumbling down? Today people are ready to pay to get a hospital bed. Tomorrow we may be fighting for food. Okay, ich fand ihn am Anfang doch relativ sympathisch. Aber er gibt vor, sieh das Elend um dich herum. Ich habe so schlimme Sachen gesehen. Ich habe ein Recht darauf, sowas zu machen. Und davon halte ich überhaupt nichts. Schlimmes Handeln mit schlimmen Dingen, die man gesehen oder erlebt hat, zu begründen. Nein. Okay, das haben wir alles gefragt. Have you heard of any underhand dealings going on in this hospital? There are a lot of secrets round here. I'm not surprised someone tried to make money from them. What kind of secrets? I'm not in the gossip business, Dr. Reid. If you want to know more,
You better talk to Harriet Jones. She's the oldest patient Sie here. weisen uns alle auf diese Harriet Jones hin. Okay, also das weist er also von sich, dass er was damit zu tun haben könnte. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reid. A reliable gun is what everybody needs these days. Also er ist ein Waffenhändler, ja? Sehe ich das richtig? Miltons Schrotflinte. 279. Nein, nein, nein. Aluminiumpulver, Aluminiumfragment, Schmiermittel und Schrauben. Nein. Aber wir wissen, wo wir was finden können. Alles klar. Es ist, ich hätte ihn jetzt bis eben noch sympathisch finden können, aber das hat er sich jetzt doch ein bisschen verscherzt. Harriet Jones. Aber hier doch nicht. 11 Meter. Hä? 3 Meter? Wo führt mich das Y jetzt gerade hin? Simpletons, these nurses. Bred with no respect. Sie ist also die entzückende Harriet Jones. Alles klar, dann reden wir mit ihr. What? What? What is this? Who are you? Get out of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reid, the new surgeon. Die ist privat versichert. Preposterous. Dr. Reid, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea? Die ist ja ein reizender. Halten Sie den Mund. Sehr schön. Nein, wir sind erstmal vorsichtig. Wir wollen ja was wissen. Please, calm down, madam. I assure you that I am highly qualified. I'm just back from war duty. How brave. Threatening an old defenseless woman. Was? You know how long I've been a patient here? You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Harriet Jones? Indeed. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings-on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. This isn't a social call. One of those incompetent cunts slit a poor sod's vein. What? Das war auch noch freundlich übersetzt jetzt eben gerade. If I didn't know better, Miss Jones, I'd be inclined to say you enjoy this type of idle gossip. God's honest truth, Doctor. It's just the way it is here. Most of these bitches would let you freeze to death before getting you a blanket. Das ist sehr, sehr, sehr groß. Ich will sie nicht vergraulen, aber das ist... Wow, das ist ja sehr nett übersetzt noch. Okay. I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't keep their legs shut. I've seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on. See you on the next round. Die ist ja fürchterlich, die Frau. Die ist total fürchterlich. Die ist schlimm. Und... Boah. Kleiner Beutel voller Ramsch. Royal Garden Hall Theatre. Clyde Fitch präsentiert Doris Fletcher in Sappho. Okay. Die ist schrecklich, diese Frau. Die ist richtig, richtig schrecklich. Oh Gott. The patients and staff might know something. Ja. I'll start my investigation with them. Das heißt, wir sollen mit den Schwestern reden. So many deaths. Okay, die waren ja auch draußen. Da ist sie wieder, Velma. So, wo ist sie denn? Da ist eine.
Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Gwyneth. Gwyneth fragen wir mal. Gwyneth würde aber den anderen Doktor. Ich finde ihn nur voll nett. Was, die Harriet? Das ist ein Biest. Ach, ich wollte... Madel, ich gehe gleich ins... lass gleich mal eben einen Blick auf das Dings. Hast du denn schon was? Genuckelt? Have you seen a strange man visiting any of the nurses here? I've never heard of such a thing, Doctor. Okay. Das ist eine gute Aussage. Do you know if any of the hospital staff have criminal backgrounds? The people who work here all come from very different backgrounds, Doctor. Just like the patients. Aha, Patience. Alles klar. Goodbye, nurse. Sie sagt Call uns me gar if you need nichts. assistance. Gesaugt. Interessant, verstört. Ja, warte mal. Du wolltest gucken. Stufe 7 sind wir. Ich würde ganz gern die Bandstufe erhöhen. Weil das mag ich immer recht gerne. Oh, und wir haben 2400 EP. Wir müssen unbedingt wieder schlafen gehen. Ja, in der Tat habe ich. Ich kann dir auch zeigen, wen. Wollte ich eigentlich erst gar nicht, aber er hat sich selbst verschuldet. Ihn hier. Clay Cox. Der hat da gesessen, war erst nett. Den hatten wir ja gerettet, mehr oder weniger. Wir hätten den ja damals schon aussaugen können. Und dann war er ein Arsch. Und dementsprechend... Ach so, er hat sich erst mit Kapitelübergang. Ja, ich müsste eigentlich... Vielleicht müsste ich ein bisschen schneller voranschreiten und mehr machen. Und... aber wir arbeiten jetzt gerade an den Quests. Also von daher... Sollen wir die anderen Schwestern eben nochmal finden? Da ist sie. Da müssen wir einmal, glaube ich, außen rumrennen. Sie jetzt hier, ne? Ja, ich glaube ja. Gut, dann rennen wir einmal außen rum und hier wieder rein. Hier müsste dann noch eine Schwester rumrennen. Oh, hier sind wieder überall Sachen zu mitnehmen. Weißt du, die leiden Mangel hier im Krankenhaus und ich klaue denen die ganzen Sachen aus How dem long Schrank. must I wait, damn it? Blaming me will not further your Don't waste your time with How me. long's it going to take to Okay, fix da me wird uns auch properly? nur A Hinweise month? gegeben. A year? You have the right to disapprove of our methods. Hier ist noch eine. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reid. What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Ja. Do not pay attention to her, Doctor. She's full of fanciful tales. Miss Jones verdient unsere Hilfe oder sie könnte uns die Wahrheit erzählt haben. Ganz ehrlich, das kann man in Erwägung ziehen. Verdient unsere Hilfe, sie ist nervig. Ich mag sie nicht. Aber sie könnte uns die Wahrheit erzählt haben. She could have been telling the truth about the mysterious man. That old witch will end up in hell soon enough. Who cares if a nurse finds some happiness where she can? Könnte sie gewesen sein, ne? So wie sie reagiert. Wen sollte es kümmern, wenn eine Krankenschwester sich Glück holt, wo sie nur kann? Goodbye, Nurse Hawkins. Okay, dann müssen wir noch mit Dorothy reden. Böse DC. Lass dir ruhig Zeit. Mach.